Channeling. Das Problem bei Espresso, wenn das Wasser da durchfließt, wo es eben nicht durchfließen sollte. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von den Kaffeemachern. Heute mit Benjamin und mir und wir besprechen das Problem des Channelings. Was ist Channeling? Channeling ist, wenn das Wasser an einer Stelle mehr durchfließt als an anderen Stellen, also quasi sich einen Kanal, deswegen Channeling sucht, so eine Sollbruchstelle oder eine Bruchstelle eigentlich, wo es durchsaust und eben den Rest des Kaffees eigentlich nicht gleichmäßig mit extrahiert. Der Kaffee schmeckt also nicht so, wie er schmecken sollte, und wenn man mit einem Zweier-Siebträger schafft, dann schmeckt der erste Kaffee nicht so, wie er sollte, der zweite nicht so, wie er sollte und keiner von denen so, wie er sollte. Wir schauen uns jetzt an, wie man das verhindern kann. Channeling, eigentlich ein Phänomen aus der Physik, das beschreibt, dass Teilchen sich den geringsten Weg des Widerstands suchen. Dieses Phänomen können wir auch auf die Espresso-Extraktion anwenden, und zwar ist es dann das Wasser, das sich den geringsten Weg durch das Kaffeebett, durch das eigentlich verdichtete Kaffeebett im Siebträger sucht. Channeling rührt daher, wenn wir den Kaffeekuchen nicht sauber präparieren. Und das hat in den allermeisten Fällen damit zu tun, wenn wir nach dem Mahlen das Pulver nicht schön verteilen, wenn wir das nicht stampfen, wenn wir es nicht korrekt verdichten und wenn der Abstand zwischen Pulver und Brühgruppe zu groß oder viel zu klein ist. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch die einzelnen Probleme durch. So ein schönes Channeling, und ich habe es nicht mal gefälscht. Es ist kein Fake, sondern hier wirklich wunderschön gechannelt, indem ich einfach das Pulver ganz unsauber verteilt habe. Und was ihr hier seht, ist, dass wir hier ein Loch haben. Was also passiert, das Wasser sucht sich den geringsten Weg des Widerstandes und fließt hier viel schneller durch als im restlichen Teil des Kaffeekuchens. Das hat dann zur Folge, dass wir hier die Teilchen, die hier sind, mehr extrahieren als andere und dass unten zuerst eigentlich nur Wasser rauskommt. Wir haben also eine ungleichmäßige Verteilung von Wasser und gelösten Teilchen, also Kaffee in der Tasse, und keine der beiden Tassen hier schmeckt eigentlich so, wie sie schmecken sollte, und untereinander sind sie auch noch unterschiedlich. Es ist also wirklich so Sodom und Gomorra in einer Extraktion. Fehler Nummer 1. Wenn ich diesen Kuchen jetzt hier einfach so verdichte, dann sehen wir hier von der Seite, dass wir hier viel mehr Pulver haben und hier weniger Pulver. Und wenn wir das jetzt verdichten, dann verdichten wir genau diesen Höhenabstand. Das sieht jetzt zwar alles schön aus, und wenn ich das hier noch putze, dann sieht das ziemlich schick aus, aber der Kaffee, der rauskommt, das gibt Channeling. Weil eben hier haben wir mehr Pulver und hier haben wir weniger Pulver. Das Wasser wird zuerst hier durchfließen und wir haben dann Channeling. Schaut mal auf den Ausguss, es ist alles sehr wässrig. Es entwickelt sich fast keine Creme, und das ist eben deswegen, weil das Wasser einfach fast nur durchfließt und gar keinen Widerstand antrifft. Wenn wir das jetzt auf 2 Tassen verteilen, dann schmecken die überhaupt nicht. Und ihr seht jetzt auch, dass der Kaffee sieht unheimlich wässrig aus. Ich habe den aber wirklich gerade erst geöffnet. Also der sieht nicht jetzt so wässrig aus, weil er schon älter ist, sondern weil er einfach durchfließt. Wenn ihr so einen Kaffee bekommt, nicht gut. Ist gut? Gut. Einige von euch haben vielleicht einen bodenlosen Siebträger zu Hause, und damit könnt ihr ganz gut selber kontrollieren, wo es eigentlich Channeling gibt. Ein wunderschönes Beispiel. Hier tropft zuerst nur Wasser durch und hier spritzt es dann wunderschön. Die Kamera wird nass und erst jetzt kommt richtig Kaffee raus. Aber selbst hier spritzt das Wasser immer noch. Wenn die Kamera jetzt nicht kaputt geht, ist das ein wunderbares Beispiel für richtig fieses Channeling. Was wir auch oft sehen in Barista-Kursen und was heute zum Teil immer noch gelehrt wird, fälschlicherweise, wie wir finden, ist dieses Temper abschlagen. Ich sage euch das jetzt. Was ich damit meine, mit diesem Tempen anschlagen, ist, dass oft zuerst getempt wird, dann setzt man ab und dann entweder mit diesem Teil hier oder hier wird nochmals an den Rand geschlagen, um das Pulver, das hier rundherum sitzt, in die Mitte zu bekommen. Dann sieht das zwar schick aus und sauber, aber ihr seht hier am Rand lösen wir den Kaffeekuchen vom Siebträger, und wenn wir das jetzt verdichten,
dann sieht das zwar wieder gut aus, aber wir haben hier schon einen Kanal gebildet, wo das Wasser sofort durchschießen wird und wir haben ein perfektes Channeling. Also bitte nicht mehr mit dem Taper an den Siebträger schlagen. Eine weitere Fehlerquelle kann da passieren, wenn man den Siebträger einspannt. Ich habe oft Barista-Meisterschaften juriert und oft, wenn Baristas im Stress sind und gerade in dieser künstlichen Situation einer Barista-Meisterschaft, wenn man jetzt die Brühgruppe nicht trifft, dann kann es eben oft passieren, dass es Channeling gibt. Ja, warum denn? Wenn ich hier so ranfetze und dann reingehe, dann habe ich vielleicht schon Channeling. Einfach weil ich viel zu schnell in die Brühgruppe reingehe. Und ihr seht, hier hat sich der ganze Kuchen auf der Seite schon wieder gelöst. Also, sich Zeit nehmen und hier einspannen. Ihr spart keine Zeit, auch in einem Hochbetrieb, in einem Gastronomiebetrieb. Lieber eine Sekunde hier investieren, dafür wird jede Extraktion gut. Wie kann man also Channeling schon im Siebträger vermeiden? Indem wir das Pulver richtig schön verteilen. Das heißt also, während die Mühle schon mahlt, können wir schon dafür sorgen, dass das Pulver mehr oder weniger gleichmäßig in diesem Körbchen hier drin liegt. Was wir oft sehen, ist, dass Baristas oder Heimbaristas so ein bisschen mit dem Siebträger hin und her wackeln, damit das ganze Pulver Platz hat. Nun, das ist alles, aber einfach sicher nicht konsistent. Ihr wackelt jedes Mal ein bisschen anders und vor allem ist es nicht gleichmäßig. Wir haben hier eine abfallende, eine Kaffeemenge. Wir haben hier am Rand haben wir auch Abfall. Ja, wackeln mit dem Siebträger, aber präzise. Ich zeige euch wie. Wichtig ist Konsistenz. Also ich gehe hin. Wenn ich sehe, dass sich die Pulvermenge füllt, klopfe ich 3-mal. Ist fertig und ich klopfe nochmal. So, jetzt habe ich 3-mal geklopft und 4-mal geklopft und wenn ich das jedes Mal mache, dann habe ich wirklich eine Konsistenz. Wenn ich jetzt tampe, dann ist das noch nicht gut, weil wir hier mehr Pulver haben als hier und hier würde es direkt Channeling geben. Also muss ich jetzt das Pulver verteilen. Wenn ich das jetzt so mache und nur an der Oberfläche verteile, dann sieht das vielleicht gut aus, aber ist vielleicht auch nicht so effizient. Man kann hier ruhig am Siebträger etwas karatemäßig schütteln, dass das gleich aussieht. Was ich am Schluss aber immer noch mache, ist nochmals präzise und willentlich hier nochmals kurz an der Gabel verdichten. Und erst dann werde ich tampen. Ja? Tampen selbst ist kein Voodoo. Es geht ja nicht darum, ob ihr 24,5 oder 12 Kilo tampt. Hauptsache immer genau gleich fest. So, und jetzt kann ich davon ausgehen, dass dieser Kuchen sauber ist, dass ich kein Channeling habe und die Extraktion gut ist. Zusammengefasst machen wir jetzt nochmals einen Ablauf, in dem ich versuche, wirklich alle Fehlerquellen auszuschließen. Alles, was ich schon gesagt habe, jetzt gut zu machen. Ich male etwa bis zur Hälfte. So, und dann bewusst und bestimmt klopfe ich 3-mal und verteile schon das Pulver hier und vermeide diese Luftkammern. Ich male den Rest rein und klopfe nochmal 4-mal. Und jetzt ist es schon sehr eben. Ich habe die Luftkammern hier unten überall verteilt. Ich mache es oben noch ein bisschen schön mit meinen Karate-Moves. Um sicher zu gehen, gehe ich nochmals hier hin, klopfe nochmal 2-mal bestimmt und jetzt kann ich sicher gehen, dass ich kein Channeling habe. Ich tampe dann, auch bestimmt, nicht fest, nicht zu weich. Aber auch hier das Wichtigste ist Konsistenz, einfach so, damit ihr immer gleich tampt. Siebträger einspannen, nicht hektisch, aber präzise. Ihr wisst, wo hier der Siebträger reingeht, gut anziehen, Extraktion starten und dann habt ihr kein Channeling. Unbedingt schauen, damit ihr hier nicht an die Brühgruppe rankommt, sonst kann es wirklich sein, dass ihr dann ganz am Schluss nochmals Channeling produziert. Ja, der sieht aber lecker aus. So, eigentlich ganz einfach. Wenn man sich an ein paar Grundlagen hält, sauber verteilt, sorgfältig arbeitet und sich an die Tipps und Tricks hält, die Philipp hier in diesem Video nochmal zusammengefasst hat. Viel Spaß beim Ausprobieren und wenn ihr noch Tipps habt oder Tricks kennt, wie man das Channeling vermeidet, dann
meldet euch, schreibt uns in den Kommentaren, gebt uns Rückmeldungen. Wir freuen uns immer und versuchen alles zu beantworten und auch noch das ein oder andere Folgevideo zu machen, welches noch tiefer auf die Systematik eingeht, zum Beispiel zum Thema Leveler. Diese Tools, die wir jetzt immer wieder sehen, zum Beispiel diesen OCD oder dieses Nadelstück, das einem hilft, das Pulver gleichmäßiger zu verteilen im Siebträger. Kurzum, kurze Vorschau, die sind gut, aber es ist eigentlich nur eine Wirkungsbekämpfung, aber keine Ursachebekämpfung. Und zwar passiert die Ursache eben genau in der Mühle und wie wir das Pulver verteilen. Aber wenn ihr das sauber macht, dann braucht ihr auch keinen Leveler. Und vor allem, das muss ich jetzt schon noch kurz sagen, vor allem ist es dann eben wahnsinnig kompliziert, den Kaffee zu wechseln, weil man muss jedes Mal die Eingangstiefe vom Leveler und vom so und so Temper verändern, weil die haben ja alle irgendwie einen Stopper. Das heißt, wenn ihr dann in den Siebträger rein wollt und das dreht und ihr habt es nicht tief genug eingestellt, dann seid ihr nur an der Oberfläche und nicht tief genug im ganzen Ding drin. Das heißt, ihr tempt vielleicht nicht richtig, ihr levelt vielleicht nicht richtig, sondern nur an der Oberfläche. Und das Volumen des Kaffees im Siebträger ändert sich eben je nachdem, welchen Kaffee ihr verwendet, welche Röstung ihr verwendet und auch wie viel Kaffee ihr verwendet. Das heißt, man muss dann immer die Tempertiefe nachstellen. Dann ist das ein gutes Tool, aber das Ganze machen wir nochmal in einem extra Video. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen.